dem von den USA angezettelten Handelskrieg zeichnet sich keine Entspannung ab. Und zum Wochenauftakt ließ der Zollrundumschlag von US-Präsident Trump die Börsenkurse weltweit weiter dramatisch abstürzen. Für viele Anleger begann die Woche mit einem Schock. Die Börsen in Asien verbuchten am Morgen massive Verluste. Nach den negativen Vorgaben der Wall Street stürzte zum Beispiel der Nikkei-Index an der Leitbörse in Tokio zwischenzeitlich um mehr als 8% ab. In Hongkong schloss der Hang Seng sogar mit einem Minus von über 13%, dem größten Tagesverlust seit 1998. Der Ausverkauf setzte sich dann auch in Europa fort. Der deutsche Aktienindex brach zum Handelsauftakt um rund 10% ein. Er fiel bis auf 18.489 Punkte. Seit seinem Allzeithoch vor 3 Wochen war das ein Minus von über 20%. Aktuell kann sich der DAX von diesen Tagestiefs erholen und liegt nur noch mit 3,5% im Minus. Und dazu begrüße ich im Frankfurter Börsensaal den Wertpapierhändler Tim Oechsner. Herr Oechsner, ist das heute ein Panic Monday, den Sie da auf dem Parkett der Frankfurter Börse vor allem zur Handelseröffnung erlebt haben? Ja, so kann man es beschreiben. Also es war doch schlimmer als gedacht. Wir hatten heute Morgen sehr, sehr schwach eröffnet, fast minus 10%. Und haben uns jetzt im Laufe des Tages wieder etwas zurückgearbeitet. Aber der Start heute Morgen, der war sehr, sehr schwach. Also sowohl overall im DAX als auch in den einzelnen Sektoren, als auch in den einzelnen Wertpapieren. Jedes Wertpapier bekommt immer einen Kurs und da sind die Kollegen teilweise noch dran, weil die Verwerfungen in den einzelnen Wertpapieren entsprechend auch sehr, sehr groß waren. Also man kann schon von einem panischen Montag reden, nach einem Black Friday und auch einem Donnerstag, der auch minus 5% gezeigt hatte, ja. Und die Frage ist, findet der DAX dann nach dieser Panik am Morgen so langsam einen Boden oder muss man mit weiteren neuen Verkaufswellen dann vielleicht auch in den nächsten Tagen rechnen? Wenn man sich so umhört bei den Expertenkollegen oder auch bei den Handelskollegen, dann haben wir heute Morgen erstmal vorübergehend das Low auch gesehen. Der DAX hatte sich jetzt im Laufe des Tages ja wieder etwas zurückgekämpft. Es bleibt natürlich weiterhin volatil an den Märkten, speziell auch natürlich von Donald Trump. Wir sehen, seit er im Amt ist, im Prinzip sehr, sehr volatile Börsen. Und das wird dann auch weiterhin so bleiben, weil keiner kann am Kapitalmarkt entsprechend vorhersagen, was als nächstes kommen wird. Insofern bleibt es weiterhin volatil. Es kommen natürlich jetzt auch wieder die Notenbanken entsprechend ins Spiel. Wir haben heute Morgen die Nachricht gesehen, dass im Prinzip 5 Zinsschritte nach unten eingepreist sind bei der US-Notenbank FED. Also insofern werden die Reaktionen der Notenbanken auch auf sich warten lassen und das wird spannend weitergehen, definitiv. Wir haben nächsten Donnerstag die EZB-Sitzung. Da ist dann zunächst mal eine Zinspause angekündigt, aber bei der EZB erwartet der Markt im Prinzip auch 3 Zinsschritte nach unten aktuell. Also insofern, es bleibt weiterhin volatil. Die meisten Händler denken auch, dass wir heute Morgen entsprechend den Tiefpunkt erstmal gesehen haben. Es gab ja auch übers Wochenende keinerlei erbaulichen News. Insofern sind wir so schwach gestartet und dass wir jetzt sozusagen wieder auf die Notenbanken auch so langsam gucken und schauen, wie sind die Zinssenkungswahrscheinlichkeiten und wie geht es dann entsprechend weiter. Insofern, ja, wir denken, dass wir eigentlich heute Morgen erstmal die Lows gesehen haben und dass wir jetzt sozusagen moderat wieder uns erholen, aber wirklich gesagt auf ganz kleiner Flamme, also weiterhin größte Vorsicht und entsprechend, ja, keiner weiß so richtig, was kommt bei Donald Trump als nächstes. Tja, und Trump hat ja bislang auf dieses Börsenbeben infolge seines Zollhammers noch gelassen reagiert, versucht, diese Kursverluste an der Wall Street herunterzuspielen. Er spricht von Medizin, die man nehmen muss, um etwas in Ordnung zu bringen. Aber die Frage ist doch, wie lange kann er den Amerikanern diese bitteren Börsenpillen noch verabreichen und zumuten? Das sind in der Tat bittere Börsenpillen. Umso länger das dauert, umso mehr werden natürlich die Investoren auch weltweit ungeduldig werden. Wir hatten am Donnerstag minus 5%, am Freitag nochmal. Der schwarze Montag hatte sich heute natürlich auch schon angekündigt, dass er natürlich dann mit minus 10% im DAX so schlimm kommt. 2000 Punkte waren es ja circa. Das hätte jetzt auch keiner gedacht. Aber natürlich, im Prinzip ist es so, dass im Prinzip die Geduld weiterhin gefragt ist. Die Investoren oder auch die Politiker teilweise sind natürlich ganz gut beraten, da auch jetzt erstmal kühlen Kopf zu bewahren und entsprechend in die Verhandlungen geebnet einzutreten. Aber natürlich die Volatilität, die von Donald Trump und seinen Headlines im Prinzip ausgeht, ist natürlich enorm. Und das wird uns auch die nächsten Tage und Wochen hier an den Märkten weiterhin beschäftigen, auf jeden Fall, ja. Sagt Tim Oechsner. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen direkt aus dem Frankfurter Börsensaal. Vielen Dank, Herr Deffner. Ja, und weiter zum Börsenexperten Heiko Thieme. Herr Thieme, Sie waren lange Jahre Fondsmanager an der Wall Street und haben auch schon viele Aktiencrashs erlebt. Wie würden Sie das beschreiben, was wir heute an den Börsen sehen?
Es ist ungewöhnlich, aber es hängt alles mit einer Person ab. Und das ist Donald Trump. Und Donald Trump hat sich ja im November nicht zum Präsidenten wählen lassen, sondern ist seitdem der König beziehungsweise der Diktator. Und das muss man ganz klar sehen. Ich war jetzt gerade in den USA 4 Wochen und das ist, ich kann es nicht herausführen, das ist grauenvoll, was sie dort erleben. Man wird behandelt wie der letzte Dreck, wenn Sie so wollen. Man wollte mich sogar einsperren, weil ich etwas länger außerhalb des Landes war, als normal üblich ist. Aber es gibt dort Verhältnisse, die wir uns nicht vorstellen können. Das ist der Vergleich mit 1932, um es mal direkt zu vergleichen, buchstäblich nachvollziehbar. Aber kommen wir zum Thema. Seine Zollstrategie ist und bleibt falsch. Es gibt keinen seriösen Volkswirt, der dieses unterstützt. Und Trump versucht etwas durchzudrücken, was keinen Sinn macht. Das heißt, Absprachen sind richtig. Und wenn wir daran denken, an den Smoot-Hawley-Pakt, ich war 1932, dort hat es ja auch jemand versucht, nicht wahr, und zwar 2 Senatoren, durch Zollerhöhung die Krise in den USA zu vermeiden. Was war das Ergebnis? Rückgang beim Bruttoinlandsprodukt um 50% und steigende Kurse und hohe Inflationsraten. Und das hat dann zum Regierungswechsel geführt, nicht wahr, von Hoover hinüber zu Roosevelt. Kurzum, wir sehen hier Dinge, die in einer Wiederholung dastehen und das lässt sich nicht ändern. Wir müssen nur durch diese Gasse durchkommen, nicht nervös sein. Wir müssen Wertständiges dabei sehen. Und ich hatte ja auch schon gewarnt im Februar, dass wir zu hohe Kurse haben. Beim DAX-Index fuhren wir mit 250 Stundenkilometern auf der deutschen Autobahn. Das musste reduziert werden. Aber jetzt, wo wir unter der 20.000-Marke sind, die 19.000-Marke unterschritten haben, das sind wieder Einstiegskurse. Also wer hier Geduld hat, ich habe gerade heute eine Empfehlung rausgebracht, bei 19.000 kann man kaufen, bei 18.000 und bei 17.000. Ich glaube nicht, dass es so weit fallen wird. Aber das sind dann die Chancen. Und am Jahresende, um mich festzulegen, und die Prognose habe ich schon zu Jahresanfang gemacht, werden wir höhere Kurse sehen als die Ausgangskurse, die wir zu Jahresanfang haben, aber nicht die Spitzensätze, die wir beim DAX-Index zum Beispiel gesehen hatten, hier Anfang März in der Basis nicht war, wo wir bei 23.500 waren. Das war zu viel. Das geben die Kurse nicht her, beziehungsweise Gewinne nicht her. Aber ansonsten ist es interessant und spannend und man muss diese Schwäche nutzen und bei der Stärke auch mal Gewinne mitnehmen. Also Sie sehen teilweise schon wieder Schnäppchenkurse. Wo könnte der Anleger sich denn da umschauen? Und sollte er jetzt vielleicht eher auch wieder gezielter etwas weniger USA im Depot haben? Denn viele haben hier ja einen dicken Brocken im Depot und vielleicht sich in anderen Regionen eher umschauen. Was würden Sie da raten? USA hat ein Problem, das ist die Währung. Der Dollar wird schwächer werden. Und ein schwacher Dollar, das heißt, wenn der Markt 10% steigt und der Dollar verliert 10% und von der Kaufkraft her sollte er eigentlich 20% niedriger handeln, dann hat man nichts gewonnen. Beim DAX-Index konnte man heute Morgen zum Beispiel sehr bequem sich einkaufen unter 19.000 Mark und dann nochmal darunter nachlegen. Da hätte man also jetzt eine Position von 5 oder 6%. Ich würde im DAX-Index generell als Anleger sagen, hier kann man gut 10% investieren, aber in 3 Tranchen. Ich kaufe mich ja generell in 3 Tranchen ein. Das Gleiche kann man auch in den USA machen. Dort ziehe ich zurzeit den Russell 2000-Index vor. Einzelwerte kann man tun, ist ein bisschen komplizierter, muss man mehr genau hinschauen, aber man muss Nerven jetzt haben. Und das Entscheidende ist, um es auf eine Formel zu bringen, kursschwache Tage sind die Kauftage. Man kann sich auch an Warren Buffett halten, den hat man letztes Jahr kritisiert, der ist ja 94 mittlerweile, dass er 30% Bargeld gefahren hat und jetzt weiß man warum. Die glorreichen 7 sind im Schnitt zwischen 25 bis 55% gefallen und kommen allmählich wieder auf eine Basis, wo man auch da wieder hinschauen kann. Also kurzum, Börse pur ist aufregend, spannend und auch in meinen jungen Jahren mit 81 Jahren macht das Spaß, wenn man einen kühlen Kopf dabei behält. Sagt Heiko Thieme. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Bitte schön.